Moin Moin aus dem Wunderland. Ich stehe hier in Mitteldeutschland und heute geht es hier um die neue alte Harzbahn. Da habe ich ein bisschen was gemacht und das zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Die Harzbahn, wie sie hier ist, die gibt es schon seit der Eröffnung des Miniatur-Wunderlandes. Das heißt, sie ist schon über 20 Jahre alt. Nun, so wie sie jetzt hier ist sie keine 20 Jahre alt, denn anfangs war sie in der Spurweite H0e gebaut, was wir jetzt gerade auch in Patagonien benutzen. Man hat dann aber im Zuge einiger Probleme mit H0e sich gesagt, komm, wir bauen das um auf H0m, fahren mit 12 mm breiten Gleisen, in der Hoffnung, dass die Probleme weniger werden. Das hat dann auch eine ganze Zeit lang recht gut funktioniert, bis dann irgendwann das Material, was wir hatten und die Ersatzteile, die wir hatten, nicht mehr ausgereicht haben und wir aber auch keine adäquaten Züge am Markt gefunden haben. Nun, jetzt lag sie irgendwie 2 Jahre lang brach und dann habe ich mir gedacht mit unseren Zugexperten, komm, wir schauen mal, was der Markt jetzt hergibt, sind dann fündig geworden bei einem Schienentriebwagen. Und den haben wir dann erstmal hier testfahren lassen. Ich habe dann später noch 1, 2 Optimierungen daran vorgenommen, um ihn dann hier dauerhaft besser fahren zu lassen. Und was ich mir dann noch gedacht habe, so als Tüpfelchen auf dem i, was es vorher noch nicht gab in der Harzbahn, Sound. Die Züge haben jetzt auch noch Sound. Das heißt, wenn man den Knopf drückt, dann fährt der Zug nicht nur los, sondern er hat auch noch den passenden Sound eines Dieseltriebwagens dabei. Aber was fährt hier eigentlich auf der Harzbahn? Nun, das ist eigentlich aktuell gar nicht so divers, denn das ist vornehmlich der Triebwagen T1. Den haben wir hier in verschiedenen Lackierungen herumfahren. Der fährt einmal von der MEG mit dem Jägermeister-Branding auf der Seite. Hier vorne sind 2, wie sie in der Lackierung bei der HSB zu finden sind. Und dann ist hier noch einer von der GHE zu finden. Wenn diese Loks hier mal nicht fahren, dann haben wir auch noch eine Dampflok. Die hat aber leider Gottes erstmal ihren Dienst quittiert und da müssen wir auf Ersatzteile warten, bis wir die wieder in Stand setzen können. Und wie ich einen dieser Züge aufbaue, der hier unten steht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes haben wir hier unsere Lok. Die bekommt zuallererst eine stromführende Kupplung, dann ihren Decoder, was so gesehen ihr Gehirn ist. Auf einer der vorhandenen Achsen kommt ein Haftrad drauf, denn dadurch haben wir eine viel schönere und bessere Traktion auf der Anlage und was auch nicht fehlen darf, die Kupplungskulisse, damit wir dort die elektronisch leitende Kupplung anbauen können und das mit dem Rest des Zuges verbinden können. Dann haben wir hier in der Mitte den Wagen, der hat als Besonderheit Filzpads drunter. Die benutzen wir einfach, um so ein bisschen die Gleise sauber zu halten. Hier haben wir quasi die Neuerung bei unserer Harzbahn und zwar der Soundwagen. Damit wir da Sound drin haben können, brauchen wir auch hierfür die Massefedern zur Stromabnahme, 2 elektronisch leitende Kupplungen und natürlich den Sounddecoder. Den versehen wir aber noch mit einem anderen Lautsprecher, denn der Lautsprecher da dran, der ist uns zu leise. Wir wollen natürlich, dass die Gäste hören, dass da jetzt ein Zug losfährt, wenn man den Knopfdrücker der Harzbahn drückt. Und zu guter Letzt haben wir hier das Schienencabrio. Da passiert gar nicht so viel, da kommen nur die Sitzbänke rein mit den Pippis, eine elektronisch leitende Kupplung, eine passende Kupplungskulisse natürlich und einseitig isolierte Achsen zur Stromabnahme. Mehr ist das hier gar nicht. Also nehme ich euch jetzt mal mit und kommt, wir fangen an. Los geht's! Also als erstes einmal, um die Lok aufbauen zu können, müssen wir einmal an das Innere heran. Dafür muss ich die jetzt erst einmal aufbekommen. Das ist manchmal ziemlich knifflig, denn dann müssen wir so Gehäuse so ein bisschen anlupfen, leicht nach unten klopfen währenddessen. So, das hätten wir. Und jetzt haben wir hier schon gleich das nächste hier drin. Wie man sehen kann, sind Kabel, die sind gut unter Spannung. Da muss man anfangs immer erstmal vorsichtig ziehen. So, dann müssen wir hier nämlich diese Platte erstmal abbekommen. Da lupfe ich immer noch vorsichtig, aber mit dem Schraubendreher etwas unter. So, zack. Und nun sehen wir hier eigentlich schon das Innere. Die Kabel für die beiden Lichtplatinen, die unser Spitzenlicht machen. Der Motor mit den beiden Schnecken. Schon ab Werk etwas gefettet. Hier ist der Steckplatz für unseren Decoder. Hier ist jetzt bisher noch ein Brückenstecker drauf, damit man die im Analogbetrieb betreiben kann. Den nehmen wir jetzt runter und setzen unseren ESO Next 18 da einmal drauf. Und damit ist die Lok im Eigentlichen schon digitalisiert. Nun klemmen wir unseren Decoder wieder auf. Und nun haben wir uns das Innenraumlicht so angeschlossen, dass es immer als ein Dauerleuchten, sobald Spannung aufs Gleis kommt, funktioniert. Bevor ich jetzt diesen Deckel da wieder aufbringe,
Hatte ich ja gesagt, kommt noch mal ein kleiner Tropfen Fett jeweils hier drauf. Dann gehe ich kurz hin und drehe einfach hier so ein bisschen an der Schwungmasse, sodass sich das Fett schon mal etwas vorverteilt auf den beiden Schneckenrädern. Dann nehme ich mir schon wieder diesen Deckel hier, klipse den wieder drauf. Das ist immer ein bisschen knifflig hier vorne den Lichtern. Und dann wird vorsichtig gedrückt. Kabel einmal die übrig gebliebenen lassen wir dran, falls wir noch mal Änderungen vornehmen müssen. Setzen den Deckel wieder drauf. Und das Weitere spielt sich nun hier an der Unterseite ab. Wir nehmen jetzt die E-Kupplung. Hier in diesen Schlitz wird die von unten oder oben eingeschoben. Dabei helfe ich mir immer, dass ich die einmal anstecke und mir dann, wenn man hier sieht, das ist hier nur zu einem kleinen Prozentsatz drauf, der Pinzette aufdrücke. Ja, als erstes, damit wir diesen Wagen zu einem Stromwagen umbauen können, nehme ich mir hier diese Federn und kappe sie mir auf jeden Fall schon mal hier diese kleinen Ausbuchtungen beidseitig weg. Zudem kürze ich sie auch ein gutes Stück in der Länge ein, denn so viel Platz habe ich darunter ja gar nicht unter dem kleinen Waggon. Und gucken dann in etwa, wo wir die gut positionieren können, damit wir gleich Spannung abnehmen können damit. Definieren wir quasi, wo wir Plus und Minus haben. Denn wie man bei den Achsen sehen kann, haben wir hier auf der Seite einen Kunststoffring und dieser isoliert die Radscheibe von diesem Mittelstück. Heißt, nur diese Radscheibe nimmt Spannung ab, diese nicht.
bei dem Decoder, bei den Kabelfarben. Da brauchen wir auf jeden Fall schon mal blau nicht. Das ist unser Dauerplus fürs Licht. Weiß brauchen wir auch nicht, das ist das Licht vorne. Gelb brauchen wir auch nicht, das ist das Licht hinten. Die kommen schon mal ganz krass groß ab. Rot und Schwarz brauchen wir. Und wir brauchen noch Grau und Orange. Das sind nämlich unsere Motorkabel. Dieses grüne Kabel hier, das ist ein schaltbarer Ausgang, ein AUX-Ausgang. Den brauchen wir auch nicht, den schneiden wir auch weg. Und die beiden braunen, die brauchen wir natürlich. Da kommt gleich der Lautsprecher wieder dran. So, nun haben wir die Verkabelung fürs Erste erstmal in dem Wagen soweit drin. Also folgt da jetzt als nächstes einmal die Funktionsprüfung. Macht er denn auch Sound, so wie wir uns das vorgestellt haben? Und damit auch ihr hört, was ich höre, nehmen wir jetzt mal das Mikrofon und legen das mal zum Wagen. Jetzt geht's an den letzten. Da hier schon Kontakte vorhanden sind, da musste ich nur noch 2 Kabel anlöten, mache ich mich jetzt eben dran. Klebe für diesen, wie sie es ja nennen, bei der Harzer Schmalspurbahn, für das Schienenkabel jetzt Bänke ein. Die habe ich unten aus dem Modellbau, die kommen aus so einer Grabbelkiste. Bevor sie irgendwie wegfliegen, habe ich mir gedacht, benutze ich sie. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und nun meine Frage an euch. Gibt es Züge, die ihr euch hier vorstellen könnt, die ihr euch wünscht? Seien es Fantasiezüge, irgendwelche verrückten Züge? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.